Bisher werden weniger als 2% weltweit aller philanthropischen Gelder in den Bereich Klima investiert. Das ist dafür, dass das die größte Herausforderung des Jahrhunderts ist, viel zu wenig. Wenn ich nur Europa nehme, dann wird in Europa weniger als 100 Millionen pro Jahr für klimabezogene Themen ausgegeben. Das muss unbedingt noch wachsen. Und zwar nicht nur durch neue Stiftungen, sondern insbesondere auch durch bestehende Stiftungen, die versuchen, ihr Portfolio auch auf das Thema Klima auszurichten oder zumindest eine Perspektive von Klima mit aufzunehmen. Ein Beispiel. Eine der Stiftungen, die mit uns in Grönland war, hat danach gesagt, wir arbeiten zum Thema Armut, wir wollen aber jetzt auch zum Thema Klima arbeiten, weil wenn wir uns Klima widmen, dann verhindern wir damit zukünftige Armut. Das ist so eine Perspektive, die wir meinen, wenn wir sagen, die Stiftungen sollten sich heute ihre Tätigkeitsfelder angucken und schauen, inwieweit wird der Klimawandel darauf Auswirkungen haben und wo können wir jetzt schon diese potenziell katastrophalen Auswirkungen verhindern, indem wir uns auch neben anderen Themen dem Klimawandel widmen. Denn wir brauchen dringend mehr Akteure, die das Thema mittragen. Wir brauchen einen Schulterschluss zwischen den Stiftungen in Europa, den Stiftungen international, und bisher wird da noch zu wenig getan. Selbst Stiftungen, die in Themen arbeiten, wo man sich sehr bemühen muss, um eine Verbindung zu Klima herzustellen, wie zum Beispiel Musikförderung auf lokaler Ebene, selbst die können was tun, indem sie nämlich ihre finanziellen Mittel nach Klimagesichtspunkten anlegen, indem sie auch ihre operative Arbeit so gestalten, dass sie klimaneutral wird. Also man hat ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, was man tun kann, nicht nur über die eigenen Projekte.